Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Wir schauen, was der Tag fürs Kollektiv, für eine Botschaft mitbringt. Und hier geht es ein bisschen darum, sich selbst zu behaupten, für seine Überzeugungen einzustehen, ehrlich zu sich selber sein. Was möchte man, wo möchte man hin? Wo sagt man noch Ja, wo man eigentlich Nein meint? Ist ein großer Bereich. Und wir haben hier die Botschaft, dass wir uns vielleicht überlegen, dass wir irgendjemandem was schuldig sind, aber das sind wir nicht. Hier wird uns die Last von den Schultern genommen. Wir können uns alter Gewohnheiten entledigen. Schulden bezahlt ist ein gutes Gefühl, ne? Sich nicht schuldig zu fühlen, weil ich kenne das ja zum Beispiel auch auf der emotionalen Ebene, das wird in der Pflege gern gemacht, dir Schuld zu machen, wenn du nicht arbeiten kannst, Schuld auf dich zu nehmen, wenn die Kollegen für dich einspringen müssen, weil du krank bist und so weiter. Das ist ganz mies, aber es findet statt und es beschäftigt einen dann auch, ne? Hier darf man eine neue Überzeugung mit an Bord nehmen, genau gucken, genau informieren, wo man vielleicht auch irgendwo sowas hat, das man noch nicht entdeckt hat, ne? In seinen Situationen, wo man so Muster macht, Muster tritt, die das alles verhindern, dass man das mal wieder hat, sich unschuldig zu fühlen oder sich nicht selbst behaupten zu dürfen. Da ist irgendetwas, das steht im Unterbewusstsein bereit und kann abgeholt werden sozusagen. Möglicherweise gibt es hier Dinge, die haben im letzten Frühling schon angefangen zu wirken und sind jetzt so in der Mitte und entfalten sich. Das ist hier ganz eindeutig ein Thema, das hast du als Kind schon gehabt, das haben wir als Kinder schon gehabt. Da liegt praktisch das Übels Wurzel. Für was war man nicht alles schuld, ne? Oder aber man hat jetzt so mehr dieses hinter sich gelassen und kann sich auf seinen Lebenssinn konzentrieren. Es kann sein, dass Kinder ein Thema sind, die auf deinem Lebensplan stehen irgendwo, mit irgendeinem Thema. Die Verbindung zu Kindern. Das Schöne ist hier wirklich, wenn man tatsächlich mit diesem Gefühl, ich sage nur Ja, wo ich das auch meine. Ich drücke aus, was ich auch fühle. Ich kann meine Wahrheit präsentieren. Ich bin nicht schuld. Wenn wir das verarbeitet haben oder akzeptiert oder angenommen, kommt hier sehr viel Bewegung rein. Hier ist etwas Erlösendes mit an Bord. Das kann dich und deine Kindertage erlösen, dich und deine eigenen Kinder. Und es geht hier sehr viel um das Liebesleben an sich, die Liebe zu allem, wo man hat. Wo hat man sich schuldig gemacht, wo hat jemand anders
sich dir gegenüber schuldig gemacht? Wo gibt es vielleicht auch Materie, Geld aus der Vergangenheit, das man aufgenommen hat und das jetzt so langsam bezahlt ist? Ja? Man hat abgearbeitet, abgezahlt. Und es wirkt sich sehr auf das Leben aus, das Liebesleben, die Familien. Und hier haben wir die Wunscherfüllung aus dem Umfeld raus. Das heißt, wenn du hier deinen Punkt gefunden hast, kommt hier sehr viel gute Energie. Es kann ja auch für die Kinder sein oder für die Beziehungsebene. Hier wird gesagt, mach die Augen auf. Für das, was du erbeten hast, kriegst du Hilfe oder das wird sich erfüllen. Vielleicht hast du auch für deine Kinder um was gebeten oder für deine Beziehungen. Also Authentizität ist hier einfach die Grundlage, ne? So zu sein, wie man eben ist, ohne sich irgendwie so zu fühlen, als wäre das nicht in Ordnung. Und manche haben hier auch diese Befürchtung, wenn ich jemanden bitte, ne, dann bin ich ihm was schuldig. Und um genau das geht's. Das ist man nicht. Man darf fragen. Man darf um Hilfe bitten, aber auch das ist ein Zahn, der manchmal aus der Kindheit mitgezogen wurde, dass man das nicht soll, ne, dass man alleine durch muss und so weiter. Und hier ist zweimal dieses Ding drin, dass Dinge besser laufen und das Universum, die Manifestation, die man aussendet, auch gewährt wird, wenn wir uns das zugestehen. Hier ist die Schwangerschaft. Wir haben den Sommer noch mit, also im Hier und Jetzt. Und das ist einfach ein Prozess, wo wir Neues entstehen lassen können, wo Früchte gedeihen, wo man mit etwas schwanger geht und wo man wieder Neues auf die Welt bringt, sozusagen. Spannend. Betrifft mich auch irgendwie. Der Baldrian ist mitgekommen, der Lichtstern, auf den man wieder hochguckt. Und der Baldrian hilft eben, Schatten zu integrieren. Das passt sehr gut, denn wenn du immer jemand was schuldig bist oder das Gefühl hast, dann ist das ein Schatten. Und es geht darum, dass die Selbstliebe wieder wächst und dass man zu sich steht. Und keiner von uns hat sich selber gemacht, ja? Und wird zum Beispiel dafür verurteilt oder beurteilt. Und hier geht es einfach um dieses Thema. Wir nehmen noch einen Glücksimpuls. Ein Glücksfall erwartet uns. Wunderbar, den nehmen wir doch gerne an. Guckt mal, unten am Deck haben wir jetzt noch Amors Pfeil wird uns treffen. Hier ist das Liebesleben, ne? Hier kann das Herz wieder aufgehen und Beziehungen können sich verbessern. Man spürt die Liebe wieder mehr für alles. Jetzt wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.